Freier Wille bedeutet für mich, frei von Zwang handeln zu können und im Einklang mit meinen Motiven, Überzeugungen und Erfahrungen. Aber in der Philosophie wird gefordert, dass von einer freiwilligen Handlung 3 Kriterien erfüllt werden. Das erste ist das Kriterium des Anderskönnens, dass ich also in derselben Situation auch eine andere Handlung hätte ausführen können. Dann das Prinzip der Willentlichkeit, dass ich also durch Vernunft erklären kann, warum ich gehandelt habe und zum Beispiel nicht unter Zwang gehandelt habe. Und drittens das Prinzip der Urheberschaft, das fordert, dass ich als Person gehandelt habe und nicht jemand anders meine Hand genommen hat und gedrückt hat. Und gleichzeitig gibt es den Determinismus. In der Physik geht man davon aus, dass ein physikalischer Prozess durch physikalische Gesetze und durch Anfangsbedingungen bestimmt wird und dass, wenn man beides kennt, also die Gesetze und die Anfangsbestimmungen, die man im Prinzip messen kann, dass man dann auch vorhersagen kann, wie weit die Kugel rollt, ob die Kugel vom Tisch fällt. Und wir gehen davon aus, dass auch die physiologischen Prozesse im Gehirn solchen physikalischen Gesetzen unterliegen. Und deswegen ist im Prinzip eine Handlung von mir auch vorhersehbar, wenn man alle Prozesse kennt und wenn man alle Anfangsbedingungen kennt, also quasi meine Erfahrungen. Und das würde natürlich das Prinzip des Anderskönnens verletzen, ist aber für mich kein Problem. Und auch die Philosophen haben das erkannt und haben eine neue Definition erstellt, die nur noch 2 Forderungen enthält. Also zum Beispiel der Kollege Michael Paun aus Berlin ist mir da bekannt. Und er hat gesagt, das Prinzip der Willentlichkeit muss gelten, dass ich das also durch Vernunft erklären kann und dass der Urheberschaft, dass ich das als Person gemacht habe, aber das des Anderskönnens darf verletzt sein. Das ist für mich aber okay. Damit bin ich vorhersehbar. Das ist aber auch im täglichen Umgang mit anderen Personen geradezu wünschenswert, dass ich mich entsprechend meinen Erfahrungen aus gleichen Situationen verhalte, meinen Überzeugungen, Motiven und so weiter. Und das Schöne ist, man umgeht durch diese neue Definition einen Angriff aus den Neurowissenschaften, der gezeigt hat, dass man unter bestimmten Laborbedingungen einfache Handlungen wie Knopfdrücke schon vorhersagen kann, 1 bis mehrere Sekunden, bevor die tatsächlich passieren. Und nicht nur, ob sie passieren, sondern auch, ob man sie mit rechts oder links durchführt. Aber wenn man dieses Kriterium einfach nicht mehr fordert, sind unsere Handlungen wieder von freiem Willen.